Deutsch lernen durch Hören. Der Ring. Liane ist auf dem Weg zur Arbeit. Sie hat es eilig, weil sie heute verschlafen hat. Zum Glück hat sie keinen weiten Weg. Es sind nur 10 Minuten Fußweg. Wenn die Ampel rot ist, um die Straße zu überqueren, dauert es noch ein paar Minuten länger. Natürlich ist sie gerade rot. Das ist doch immer so. Wenn man spät dran ist, kommt immer noch etwas dazu, das noch mehr Zeit kostet. Ungeduldig steht Liane an der Ampel und wartet darauf, dass es grün wird. Normalerweise stehen hier mehrere Leute und warten, aber heute ist Liane allein. Das liegt bestimmt daran, dass ich heute 10 Minuten später dran bin als gewöhnlich. Die anderen Leute sind wohl schon alle weg, überlegt Liane. Die Ampel scheint länger rot zu sein als sonst, aber das kommt Liane bestimmt nur so vor, weil sie in Eile ist. Liane schaut noch einmal auf den Knopf, um sicherzugehen, dass sie ihn auch wirklich gedrückt hat. Der Text auf dem Knopf leuchtet genau so, wie er sollte. Während sie nach unten auf den Knopf guckt, fällt ihr etwas auf dem Boden auf. Da liegt etwas Goldenes im Dreck. Liane bückt sich, um es aufzuheben. Es ist ein Ring mit einem roten Stein. Liane fragt sich, ob der Ring wertvoll sein könnte. Vorsichtig wickelt sie ihn in ein Taschentuch und steckt ihn in die Tasche. Endlich wird die Ampel grün und Liane kann zur Arbeit gehen. Als sie dort ankommt, macht sie den Ring sauber. Der Stein sieht nicht wertvoll aus, aber Liane kennt sich mit solchen Dingen nicht aus. Sie kann nur raten. Neugierig steckt Liane den Ring an ihren Finger. Er passt ganz gut. Außerdem sieht der Ring sehr hübsch aus, deshalb lässt sie ihn am Finger. Direkt nachdem Liane ihr Büro betreten hat, zeigt sie den Ring ihrer Kollegin Gertrude, mit der sie sich das Büro teilt. »Guck mal, den habe ich vorhin an der Ampel gefunden«, sagt Liane und hält ihrer Kollegin die Hand mit dem Ring unter die Nase. »Ui, der sieht gut aus. Der könnte ja etwas wert sein. Ist das echtes Gold? Hast du nachgesehen, ob etwas in dem Ring steht? Eine Zahl oder ein Name?« fragt Gertrude. Liane hat keine Ahnung. Sie hat nicht darauf geachtet, ob etwas darin steht. Um nachzusehen, möchte Liane den Ring abnehmen. Doch es geht nicht. »Ich bekomme ihn nicht ab«, beschwert sie sich. Dabei ließ er sich so einfach an den Finger stecken. Er war gar nicht eng. »Warte, ich habe eine Creme in der Handtasche. Vielleicht geht es damit besser«, schlägt Gertrude vor. Sie sucht in ihrer Tasche nach einer kleinen Dose Creme. »Hier, bitte«, sagt sie und gibt Liane die Creme. »Danke«, sagt Liane, während sie schon die Creme auf ihren Händen verteilt. Abermals versucht sie, den Ring vom Finger zu ziehen. Es geht immer noch nicht. So ein Mist. Das liegt bestimmt daran, dass meine Finger vorhin kalt waren, als ich den Ring aufgesetzt habe. Jetzt sind sie warm und etwas dicker als vorhin, meint Liane. Das könnte sein. Willst du warten und hoffen, dass du den Ring wieder abnehmen kannst, wenn du wieder kalte Hände hast? Will Gertrude wissen. Ja, solange der Finger mit dem Ring nicht wehtut oder blau wird, dann müsste ich wohl etwas unternehmen. Vielleicht hat der Hausmeister ein Werkzeug, mit dem wir den Ring vorsichtig entfernen können, überlegt Liane. Das klingt nach einem Plan, findet Gertrude. Liane schaltet ihren Computer ein und beginnt zu arbeiten. Besonders konzentriert ist sie allerdings nicht. Immer wieder dreht sie den Ring mit dem Daumen. Er scheint sehr locker zu sitzen, also versucht Liane noch einmal, den Ring vom Finger zu ziehen. Doch sobald sie daran zieht, sitzt er wieder bombenfest. So ein kleines Miststück,
denkt sie. »Geh doch endlich ab!« »Tut der Finger weh?« fragt ihre Kollegin, als sie merkt, dass Liane wieder am Ring zieht. »Nein, überhaupt nicht. Der Ring sitzt so locker, dass ich ihn drehen kann. Aber sobald ich ihn abnehmen will, bewegt er sich nicht mehr. Das ist verrückt. Ich habe das Gefühl, der Ring verarscht mich. Es ist so, als würde er es mit Absicht machen«, erklärt Liane ratlos. »Das ist wirklich merkwürdig«, findet Gertrude. »Auf dem Weihnachtsmarkt habe ich mal einen Ring anprobiert und ich hätte ihn fast nicht mehr abbekommen. Zum Glück hatte die Verkäuferin Creme. Damit konnten wir den Ring wieder abnehmen. Ich hatte solche Angst, dass er zu fest steckt. Es war mir auch sehr peinlich. Seitdem probiere ich nur noch Ringe an, bei denen ich sicher bin, dass ich sie wieder abbekomme. Ich wünschte, ich hätte heute nicht verschlafen, dann hätte ich den verdammten Ring nicht gefunden«, klagt Liane. Plötzlich wird ihr schwindelig. Ihr Stuhl scheint sich blitzschnell im Kreis zu drehen. »Alles in Ordnung?«, fragt Gertrude. »Ich weiß nicht, mir ist plötzlich so schwindelig geworden«, antwortet Liane. Sie fühlt sich komisch. »Du solltest mal eine Pause machen. Nach einer Stunde am Schreibtisch tut dir das bestimmt gut. Hol dir einen Kaffee oder ist dir zu schwindelig, um aufzustehen?«, fragt Gertrude besorgt. »Nach einer Stunde? Ich bin doch erst vor einer halben Stunde gekommen. Ich habe heute verschlafen. Hast du das nicht gemerkt?« »Nein, du warst pünktlich wie immer. Du hast um 8 Uhr schon mit Gerwin telefoniert, weil er eine Frage hatte. Erinnerst du dich nicht daran?«, sagt Gertrude. »Nein, daran erinnere ich mich überhaupt nicht«, sagt Liane. Sie schaut auf ihrem Computer nach, was sie heute schon gemacht hat. Die ersten Dateien hat Liane tatsächlich schon vor einer Stunde bearbeitet. Wie war das möglich? Sind ihre Erinnerungen an diesen Morgen komplett falsch? Ohne darüber nachzudenken, streicht Liane mit dem Daumen über den Ring, den sie gefunden hat. Wenn meine Erinnerungen falsch sind, wieso habe ich dann den Ring am Finger, überlegt Liane. Ich hole mir einen Kaffee und gehe ein paar Minuten nach draußen. Falls jemand nach mir fragen sollte, ich bin in 20 Minuten wieder da, erklärt Liane und steht auf. Sie geht in die kleine Küche und macht sich einen Kaffee. Während die Kaffeemaschine läuft, will Liane sich Milch aus dem Kühlschrank holen, aber es ist keine da. »Oh, verdammt! Ich wünschte, es wäre immer eine Packung Milch im Kühlschrank«, sagt Liane. Wieder wird ihr so schwindelig, dass sie sich an etwas festhalten muss. Die Tür des Kühlschranks geht auf und Liane sieht als erstes eine Packung Milch. »Wo kommt die denn her?«, wundert sich Liane. »Die war doch eben noch nicht da.« Liane hat keine Ahnung, woher die Milch so plötzlich gekommen ist, aber sie beschwert sich nicht. Wenigstens muss sie ihren Kaffee jetzt nicht mehr schwarz trinken. Mit einem Becher Kaffee in der Hand geht Liane nach draußen, um frische Luft zu schnappen. Sie steht hinter dem Gebäude, als ein Auto an ihr vorbei auf den Parkplatz fährt. Es ist ihr Kollege Simon. Er kommt und geht, wann er will. Das nervt Liane so sehr. Sie kommt jeden Morgen pünktlich, zumindest fast jeden, und arbeitet jeden Tag ihre 8 Stunden. Manchmal macht sie auch Überstunden. Bei Simon ist das nicht so. Man kann schon froh sein, wenn er montags oder freitags überhaupt zur Arbeit kommt. Ich wünschte, Simon wird entlassen, denkt Liane und geht wieder hinein. »Na, geht es dir etwas besser?«, fragt Gertrude, als Liane wieder an ihrem Schreibtisch sitzt. »Ja, ich denke schon«, antwortet Liane, während sie ihre E-Mails checkt. Gerade als sie alle gelesen hat, bekommt sie eine neue.
Sie ist von Simon und wurde an die ganze Abteilung geschickt. Neugierig liest Liane die E-Mail und fängt an zu lachen. »Was ist los?« fragt Gertrude, die die E-Mail noch nicht gelesen hat. »Simon ist entlassen worden. Er schreibt zwar nur, dass er das Unternehmen verlassen wird, aber ich glaube nicht, dass er freiwillig geht«, sagt Liane. »Echt? Na endlich«, ruft Gertrude erleichtert. Gut gelaunt will Liane nun ihren Arbeitstag beenden. Sie hat gar nicht gemerkt, dass sie den Ring auf ihrem Weg zurück ins Büro verloren hat.